Und was findest gefällt du, mir. was findest du besonders schön hier an dem Platz? Ja, die Aussicht, speziell der Bergnein auf dem Elsass, ist sensationell. Ricardo Bran, aus welchem Land kommst du eigentlich? El Salvador. Aus El Salvador. Und ich sind hier am Drei Thermen Golf Resort in Bad Bellingen. Das ist so zwischen Freiburg und Basel. Und haben gerade eine interessante Runde gespielt, eigentlich nur ein paar Löcher. Denn in diesem Clip zeigen wir euch, wie unterschiedliche Spielstärken an ein Loch herangehen. Dein Handicap ist wie? 4,8. 4,8. Und meins ist so um die 20 herum. Das ändert sich immer. Also wir sind sehr unterschiedliche Golfer. Und in diesem Clip hier zeigen wir anhand von einigen Beispielen, anhand von einigen Löchern, wie wir völlig unterschiedlich an so ein Loch herangehen. Und übrigens, wenn euch dieser Clip und dieser Kanal gefällt, dann gebt ihm doch ein Like. Das ist ziemlich wichtig, glaube ich, für diesen Algorithmus bei YouTube. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Das wird auch alle freuen. Das freut alle YouTuber übrigens. Also jetzt viel Spaß bei diesem Film und bis zum nächsten Mal. Ja, hallo Leute. Heute machen wir mal etwas ganz Besonderes. Wir sind hier am Kapellenberg, das ist am Drei Thermen Golf Resort und ich bin hier mit Ricardo Bran. Ricardo Bran. Es gibt einen großen Unterschied zwischen uns beiden. Und nicht nur, dass er ein eigenes T-Shirt hat mit seinem Namen drauf, sondern er ist auch ein guter Golfspieler. Es ist ziemlich grün, wie man sieht. Die Drohnenaufnahmen habe ich allerdings vor einigen Wochen hier gemacht, als der Platz noch sehr viel trockener war, so am Ende der trockenen Sommerzeit. Also, wenn es da kleine Unterschiede gibt in den Bildern, dann liegt das eben daran, dass wir jetzt hier gegen Ende Oktober sind, an einem wunderschönen Herbsttag. Und die Drohnenaufnahmen habe ich, glaube ich, vor etwa einem Monat aufgenommen. Also, jetzt geht's los. Wir sind hier an dem ersten Abschlag. Der erste Abschlag, das ist ein Par 5 mit 465 Metern, etwa ab den gelben Abschlägen. Der erste Schlag geht direkt mal hier über ein großes Wasserhindernis. Das ist zwar im Moment leider sehr leer, weil es halt so lange trocken war, aber sonst ist der See voll und allein das macht schon vielen Leuten Angst. Also, wir sehen hier, das geht leicht bergan. Hinten gibt es ein Dogleg. Wir müssen erstmal hier vielleicht 100 Meter, 120 Meter Wasser überwinden. Und jemand wie Ricky, wie weit schlägst du normalerweise deinen Abschlag? Wie weit geht der normal? Von diesem Loch manchmal, je nachdem wie das Tag ist, eine Holztray oder Driver langs als Taktik. Es ist nicht möglich mit 2 aufs Grün zu kommen. Und so, wo wirst du da ungefähr hinspielen? Mitte rechts. Mitte rechts. Oder besser für den zweiten Schlag. Aha. Ja, für mich mit dem Rechts ist so ein Ding, der fällt leicht nach rechts ab, das Fairway. Und wenn man ein bisschen sliced, dann rollt der Ball sehr schnell hier hinten am Wald, wenn man überhaupt so weit kommt, in das Aus. Also für mich ziele ich eher hier Richtung nach links hin und hoffe einigermaßen sicher über das Wasser zu kommen. Also fangen wir mal an. Tja, das war also der Schlag von Ricky. Wir haben das neulich mal gemessen, wie schnell er eigentlich schlägt. Und das ist so um die 90 Meilen pro Stunde sind seine Abschläge. Und meine sind so ein bisschen über 70. Und das macht eben einen großen Unterschied aus in der Weite. Also jetzt versuche ich mal, hier über das Wasser zu kommen. Ja, also mein Abschlag, der war ziemlich schlecht, unaufgewärmt. Normalerweise, das ist ja so das Zauberwort im Golf, normalerweise oder das letzte Mal wäre das hier weitergegangen. Aber naja, man muss ja spielen, wie es liegt. Das Grün sehe ich von hier aus immer noch nicht. Ich muss einfach versuchen, irgendwo da in die Mitte
zu kommen. Also ich benutze jetzt hier ein 5er Holz. Perfekt. Ja, Ricky auch ein bisschen rechts. Was denkst du jetzt, wie wirst du schlagen? Holz 3 über die Ecke. Wir versuchen nach dem Bunker zu landen. Also mit dem Dreierholz direkt Mit dem hinten Dreierholz. geradeaus aufs Fairway. Mit dem Fairway links. Und ich hoffe, es kann nach dem Bunker landen. Ah, gut. Wow. Der ist viel weiter mit seinem zweiten Schlag natürlich als ich. Hier, das ist die Strafe, wenn man einen schlechten Abschlag hat, weil ich auch mit meinem zweiten Schlag immer noch nicht das Grün sehe. Das ist hinter diesen Bäumen da. Ich muss also irgendwo versuchen, hier rechts an den Bäumen vorbei eine vernünftige Position zu bekommen, um dann später aufs Grün zu kommen. Ich schlage jetzt hier mit meinem 4er Hybrid, der geht meistens ganz gut. Ich muss rechts an den Bäumen vorbei, da ist dummerweise ein Bunker. Da muss ich auch weiter schlagen. Mal schauen, wie es klappt. Okay, der ist auf dem Fairway. Hier laut meiner Garmin-Uhr, die habe ich ja auch schon in anderen Videos beschrieben, ist es für Ricky mit seinem dritten Schlag noch 115 Meter bis zur Mitte vom Grün, bis zur Fahne. Mit einem, was für ein Eisen hast du? Eisen 9. Ein Eisen 9. Auf dem Grün gelandet, hinter dem Bunker abgesprungen. Tja, auf dem Grün gelandet. Das ist halt der Unterschied zwischen einem 4, irgendetwas und einem 20er Golfer. Tja, Ricky ist mit 3 Schlägen auf dem Grün. Ich habe jetzt hier meinen 4. Schlag. Die Fahne ist relativ vorne vom Grün. Tja, also die 45 Meter etwa bis zur Fahne spiele ich mein Sandwich, ein 56 Grad. Der Ball liegt höher als mein Fuß, muss ich also ein bisschen nach rechts zielen. Mal schauen, ob das klappt. Ja, am Rande vom Grün, ein bisschen nach links. Wie gesagt, wenn der Ball höher ist als der Fuß, muss man eigentlich noch ruhig weiter nach rechts zielen. Aber auf dem Grün ist er. Ja, Ricky ist eben mit seinem 3. Schlag ganz gut hier auf dem Grün. Ich mit meinem 4. Schlag am Rand vom Grün. Das ist noch ziemlich weit bis zur Fahne. Also hier Paar zu machen wäre schwierig. Hier rächt sich wirklich der schlechte Abschlag. Aber es geht ja nur darum, den Ball in die Nähe von der Fahne zu bekommen. Etwas links davon würde ich schätzen. Auch nicht weit genug. So, was sind deine Gedanken, Ricky? Das ist ein Break von rechts nach links. Und ich konzentriere auf die Geschwindigkeit vom Ball. Oh, das war knapp. Gut, Paar, Ricky. Dankeschön. Also ich habe jetzt noch eine Bogey-Chance, mal sehen. Bogey. Tja, das zweite Loch ist auch ein bisschen ein Angstloch für manche, weil es hier diese riesen Sandfläche gibt. Eine riesen Sandfläche wie ein Meer. Nicht heute ist es
weit hinten gesteckt und wir sind hier 145 Meter etwa bis zum Grün. Als Schläger 7. ein 7er Eisen. Auf dem Grün links. Ich sehe vor dem Grün links. Hä? Ja. Ja. Also hier wieder mein Hybrid, der geht gar nicht so weit, aber wenn ich vor das Grün komme, ist auch nicht schlecht. Bin ich auch mit zufrieden. Schöner Schuss. Auf Grün. Auf dem Grün. Beklage ich mich nicht. Aber wie gesagt, wir machen das Loch hier nicht zu Ende. Ich wollte dir nur mal zeigen, dass es eigentlich schön und interessant ist mit diesem riesen Sandding. Und wir gehen zum nächsten Loch. Hier das dritte Loch ist eigentlich auch sehr taktisch. Denn von der Drohne hat man vielleicht einen Eindruck. Also hier geht es bergab zuerst mit einem Dogleg nach links. Dann kommt ein See. Das hier ist auch ein Par 5, aber dieser See ist eigentlich ziemlich trickreich. Ich muss einfach schauen, hier so weit wie möglich zu kommen. Ricky, was ist deine Taktik hier, deine Überlegung? Ich habe viel Mal in diesem Loch gespielt und mit 2 ist nicht möglich oder zu riskiert. Also mit zwei, auch du kommst mit 2 nicht aufs Grün? Nein, es ist besser eine sehr gut erste Abschlag und versichern, man liegt auf dem Fairway und dann eine Layup vor das Wasser und dann garantiert eine sehr gute Approach mit einer Birdie. Hoffentlich. Also werden wir mal sehen. Ja, wunderschönes Wetter heute. Hinten übrigens sieht man den Schwarzwald und den Bällchen und jetzt sieht man einen Abschlag von Ricky. Und liegt perfekt auf Mitte Fairway. Da, an einem Holz 3, Mitte Fairway. Fantastisch. Also, ich habe gar kein Holz 3. Ja, Ricky mit seinem Dreier, soweit. Ich mit dem Driver. Muss schauen, dass ich ihn einigermaßen gerade schlage. Der war zwar flach, aber der wird rollen, was hier auch nicht so schlecht ist. Ja, wunderschönes Herbstlicht. Hinter uns der Schwarzwald. Ricky mit seinem Dreierholz viel weiter als ich mit meinem Driver. Nein, man kann nicht alles haben. Hier ist auch der Trick, dass man diesen Hügel hier richtig erwischt und dann rollt der Ball noch weiter. Aber das Gras hier ist heute ziemlich hoch. Der Ball rollt also gar nicht so weit. Und ich werde einfach mit meinem Fünferholz versuchen, nach vorne zu kommen und auf dem Fairway zu bleiben. Der Ball liegt wieder oberhalb von den Füßen, aber naja, so ist das halt. Ja, hier von Rickys erstem Ball sind es noch 260 Meter bis zum Grün. Bis zum Wasser. Mal schauen, was die Uhr sagt. 224 bis zum Wasser. Ja, was spielst du, Ricky? Eisen 4 vor Wasser. Eisen 4, wow. Den Schläger habe ich auch gar nicht im Repertoire. Ja, hier für meinen dritten Schlag hätte ich noch ungefähr 115 Meter bis zum Wasser. Und bis zur Fahne 150. An einem guten Tag schaffe ich das, aber ich glaube, ich werde doch lieber ein Layup machen. Also ich muss ja nur vors Wasser kommen mit meinem 9er Eisen. Knapp, 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 nicht im Wasser. Ja, für Ricky für seinen dritten Schlag
Müsste eigentlich gehen, ungefähr 120 bis zur Mitte vom Grün, sagt meine Uhr. Die Fahne ist allerdings ein bisschen weiter hinten. Und du liegst im Rough. Also was nimmst du denn da für einen Schläger? Ein 7. Ein 7. Und hast du eine spezielle Taktik jetzt hier für... Also Ricky, das Gras hier ist ziemlich tief. Was ist deine Taktik hier, wenn der Ball so liegt? Ich meine, als ein 7 und ich versuche auf den Ball zu kommen, square wie möglich mit dem Clubface und auf Grün zu schaffen. Okay. Das war fast zu weit. Am Grün vorbei. Tja, da hatte ich Glück. Hier ist schon das Wasser, die roten Pfähle. Dieser See ist natürlich sonst viel voller, aber nach Ende dieser Trockenperiode ist das schwierig. Der Ball liegt bei mir auch ziemlich tief im Gras. Der sagt 56 Meter bis zur Mitte vom Grün. Ich glaube, ich nehme einen Gap Wedge, denn das Gras, dieses tiefe Gras, bremst hier auch den Schläger. Mal schauen, wie es geht. Da muss ich einfach mal volle Pulle spielen. Okay, auf dem Grün. Ja, Ricky ist mit seinem dritten Schlag über das Grün hinausgeschossen. Dann gibt es hier diesen Hügel, also der Ball ist ein bisschen weiter gerollt. Was spielst du jetzt, Ricky? Eine Low Wedge. Ein Lob Wedge. Ah, der Plop, habe ich gehört. Ja, jetzt sind wir beide mit 4 Schlägen auf dem Grün. Ricky allerdings um einiges näher. Dieses Grün ist zudem einigermaßen gewellt. Für mich geht es hier erst einmal bergauf und dann irgendwie, würde ich mal sagen, nach rechts. Trickreich. Also ein Paar wäre eine Sensation, aber Bogey ist mein Ziel. Und bei meinem Handicap ist das auch völlig normal. Ja, immerhin. Fahnenhöhe. Bogey sollte drin sein. Okay, Bogey. Nun, für ein 20er Handicapper, wenn ich andauernd Bogey spiele, dann wäre das sogar besser als 20. Also mit Bogies bin ich gerade auf diesem Platz eigentlich ziemlich zufrieden. Ja, auch für Ricky nicht leicht. Was siehst du? Wie siehst du diesen Putt? Ja, ziemlich schwierig. Ist bergauf und das Licht breitet nach rechts. Das ist schwer zu kontrollieren. Ja, hier sieht man es ein bisschen weniger gut. Ah, knapp. Auch Bogey. Mit einer Bogey nach Aber der Unterschied ist, dass Ricky etliche Birdies normalerweise hier einsammelt. Und ich habe ihn, glaube ich, in meinem Leben auf diesem Kapellenberg erst ein einziges Birdie gespielt. Fantastisch. Ja, das hier ein interessantes Par 3. Dieses Par 3 ist eins, was viele Leute verfluchen. Denn zum einen ist es ziemlich lang, 180 Meter ab den gelben Abschlägen. Und es gibt diese riesen Wasserfläche davor, die doch vielen Leuten Angst macht. Wie gesagt, wegen der Trockenheit gibt es im Moment weniger Wasser hier vorne. Aber ein unangenehmes Hindernis ist es trotzdem.
Das Grün ist übrigens auch leicht höher als der Abschlag. Links davon sind Bunker, denn eigentlich lohnt es sich hier Richtung links zu spielen, denn rechts fällt das Gelände ja ab und wieder in einen Bunker. Also taktisch, wenn man es nicht bis aufs Grün schafft, also ich schaffe es fast nie bis aufs Grün, dann ist es besser, nach links zu zielen. So, Ricky, was spielst du hier? Was ist deine Taktik bei diesem Loch? Heute spielt 156 Anfang grün, 170 Mitte grün und ich nehme den Holz 7, da ich habe meine Golfsack. Von hier 177 Meter bis Mitte grün von dem auf meiner Uhr. Und du spielst einen, was ist das für ein Schläger? Holz 7. Ein Holz 7. 7. Das ist ja interessant. Ja, dann wollen wir mal sehen. Auf dem Grün in der Nähe von der Fahne. Wie gesagt, das ist der Birdie Man. Ich spiele meinen Driver und muss versuchen, hier einigermaßen rüberzukommen. Mal schauen, wie das geht. Wie gesagt, ich ziele ein bisschen nach links, wenn das geht. Schöner Schlag. Ja, das ist okay. Wie gesagt, er ist nicht bis aufs Grün, liegt aber vorher, ging ein bisschen links, so wie ich das wollte. Von hier habe ich jetzt hoffentlich einen guten Chip, etwa in Fahnennähe, aber keine Birdie-Chance. Tja, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich weg bin, aber tja, der Ball liegt ziemlich tief im Gras, bis zum Rand. Vom Grün ist die Entfernung größer als dann bis zur Fahne. Ich bin meistens immer viel zu kurz mit meinen Chips, also muss ich ein bisschen fester schlagen. Der ging. Ricardo hat hier eine echte Birdie-Chance. So leicht wird es nicht, aber immerhin. So, was denkst du jetzt? Wie wirst du den Ball spielen? Ist leicht Break nach links. Ich versuche nicht so weit zu schlagen. Also ein leichter Break nach links, siehst du. Okay, mal schauen. Ich nehme das mal von hier auf. Birdie! Ich hab's ja gewusst. Das ist der Unterschied. Glückwunsch. Danke. Okay, toma dos. 1, 2, 3. Ja, hier das 12. Loch ist ziemlich lang für ein Par 4 mit 389 Metern. Und es geht sehr weit hier hinunter. Hier geht es eigentlich nur darum, so weit zu schlagen, wie es geht. Ich glaube, von der Drohne kriegt man einen ganz guten Eindruck. Das Schöne hier ist natürlich, man hat einen Blick auf den Rhein. Ich werde hier mal runter zoomen. Hier sieht man das Rheintal mit den Vogesen im Hintergrund. So, das Ziel für mich jedenfalls ist es, an diesen Weg zu kommen oder weiter. Ricky? Links von der Baum. Und sicher kein Slice oder kein Draw. Genau, kein Slice. Denn wenn man hier rechts an diesem Baum vorbeikommt, ist das überhaupt nicht schön. Hier verliert man rechts in diesem Gebüsch, verliert man garantiert seinen Ball. Das Gras ist tief, also links vom Baum in Richtung Sonne.
Tja, für mich ist das Ziel ungefähr zu dem Weg zu kommen. Da vorne habe ich ja ein Blatt. Das Blatt ist also mein Ziel, meine Ausrichtung. Loch, ein wunderschönes Par 3, auch wieder relativ lang, 176 Meter von den gelben Abschlägen. Wie gesagt, mit Blick über das Rheintal. Es geht zwar bergab, aber trickreich ist hier, dass es eben die Bunker gibt, rechts und links und davor. So, was für einen Schläger spielst du jetzt hier? Ein Eisen 6. Okay. Ja, sie ist ca. 170 Meter bis zur Fahne. Ah, der war schön. Der liegt auf grün. Liegt auf dem Grün. Toll. Bei mir ist es anders. Ich spiele hier mein 5er Holz. Auch auf dem Grün. Also die Filmerei scheint irgendwie unsere Schläge zu verbessern. Ob das daran liegt, denn es passiert selten im normalen Leben, dass ich hier vom Abschlag direkt aufs Grün komme. Tja, es wird leider langsam ein bisschen dunkel. Hier nochmal der Blick aufs Rheintal und hier auf die gute Balllage von Ricky. Theoretisch wieder eine Birdie-Chance. Hm? Also wie denkst du jetzt hier bei diesem Putt? Ziemlich einfach, geradeaus. Muss einfach konzentrieren auf die Linie. Und los. Geradeaus, kein Break meinst du? Kein Break. Warte, ich gehe mal gerade von der anderen Seite. Okay. Das wäre fast wieder ein Birdie gewesen. Zufrieden mit dem Paar. Aber das Paar ist auch nicht schlecht. Tja, mein Ball ist ziemlich weit gerollt. Naja, auch da der Trick ist, dass ich einfach in die Nähe von der Fahne komme. Ich habe das Gefühl, das ist alles ein bisschen nach links gekippt. Ich werde ein wenig nach rechts zielen. Ja, in der Tat. Ich habe doch gesagt, ich müsste nach rechts schießen, habe ich aber nicht gemacht. Aber ich habe noch eine Paarchance. Da gibt es so einen Schaden auf dem Grün. Da werde ich rechts daneben zielen. Und das sollte eigentlich dann hoffentlich ins Loch gehen. Okay, auch Paar. So, das hier ist ein relativ kurzes Par 4, das es aber in sich hat. Denn erstmal hat man einen blinden Abschlag hier hoch. Man sieht also nicht, wo der Ball landet. Hier fällt das Fairway dann nach rechts ab. Ist schräg, wenn man also nicht weit genug links schlägt, rollt der Ball rechts irgendwie in die Büsche hinein. Das Grün ist dann da hinten. Ricky schlägt hier mit einem 5er Holz, weil er sonst viel zu weit käme und riskiert, in den Wald hineinzuschlagen. Bei mir ist es anders. Ich muss hier den Driver spielen.
Ja, das ging einigermaßen, wie vorher gesagt, ist ein bisschen gerollt, nicht ganz so weit, wie ich gehofft hatte. Ricky ist mit seinem Fünferholz weiter vorne rechts. Dafür habe ich theoretisch einen Blick aufs Grün, aber das ist viel zu weit weg von hier, weil ich 180 Meter habe. Aber das Grün ist relativ lang. Ich will nur versuchen, in Richtung Grün zu kommen. Ja, also der Ball liegt ein bisschen tiefer als mein Fuß. Ich habe hier meinen Vierer-Hybrid. Muss nach links zielen. Denn rechts ist Wasser. Ich glaube, das ist aber einigermaßen gekommen. Rechts fällt es steil ab, ein Wasserhindernis, da will man überhaupt nicht hinkommen. Also selbst der Bunker links ist besser als rechts im tiefen Hang zu sein. Ricky hat natürlich Kilometer weiter geschlagen als ich. Hat hier das Grün in Schlagweite. Hier sieht man noch hier vorne rechts, wo dieser steile Abhang runter ist, wo man nicht sein will. Also mit dem zweiten Schlag aufs Grün ist bei seinem Handicap möglich. Das ist auf Grün. Ja, vom Klang her ist es auf dem Grün, wie es sein muss. Ah, schöner Sonnenuntergang. Also ich bin hier, werde mit meinem dritten Schlag aufs Grün kommen, hoffentlich. Und Ricky ist hier anfangs grün. Natürlich eine bessere Lage. Also für mich der dritte Schlag hoffentlich aufs Grün. Aber ich spiele hier einfach mal meinen Sand hoch, wenn es geht, nach links, ohne Risiko. Okay, es ist nach links, zu weit nach links, aber auch nicht im Bunker, nicht im Hang. Das war mein dritter Schlag. Wenn ich Glück habe, bin ich mit dem vierten im Loch oder es wird ein Bogey. Das ist auch gut. Hier die Sonnenglut und hier eine Birdie-Chance, oder? Noch ein Birdie-Chance. Noch eine Birdie-Chance. Wie denkst du jetzt hier, wie geht es? Leicht Break nach rechts. Ein Break nach rechts. Ein wenig Bergauf. bergauf. Okay. Birdie! Birdie. So muss es sein. Ja, für mich wird es schwierig. Das fällt ein bisschen nach rechts ab, glaube ich. Sehr trickreich. Und Bogey. Aber wie gesagt, mit Bogey bin ich auch zufrieden. Ja, mit der untergehenden Sonne. Vielen Dank, Ricky, das war nett. Was ist dein Eindruck hier? Du spielst ja oft hier auf diesem Platz. Ah, die Herausforderung. Es ist unglaublich. Jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Es ist ein sensationeller Golfplatz. Und Short Game, Long Game, Taktik zum Spielen. Und was findest du besonders schön hier an dem Platz? Ah, die Aussicht, speziell der Bug 9 auf dem Elsass, ist sensationell. Das stimmt, also die Blicke sind sehr schön. Und vom Spielen her, ich meine von den Löchern, vom Speziell Schwierigkeitsgrad. Kapellenberg ist ein Taktik-Golfplatz, es ist nicht lang. Man muss denken, was zu nehmen, wo will der Mann lagen für den zweiten Abschlag. Und ja, das ist, macht Spaß. Aber das ist ein Paar 73 hier, glaube ich. 73. Paar 73, ja. Aber wie gesagt, sehr schön zu spielen. Wie gesagt, wir sind beide hier Mitglied, also haben wir einen kleinen Bias und ein bisschen voreingenommen vielleicht. Aber ich spiele auch wirklich immer wieder gerne hier, denn man muss alle seine Schläge nutzen können. Und es ist nicht immer leicht, weil wie gesagt, manchmal liegt der Ball
über den Füßen, manchmal unter den Füßen. Es gibt Schräglagen, es gibt ein paar blinde Abschläge, es gibt diese sehr langen Paar 3. Einfach ein schöner Platz. Das 14. Loch vom Kapellenberg. Und der Kapellenberg ist in Süddeutschland zwischen Freiburg und Basel gelegen und ist einer von 4 Golfplätzen, die zum 3-Thermen Golf Resort gehören, wo auch Greenfee-Spieler willkommen sind. Wir sind allerdings beide Mitglied hier. Und wenn ihr mal hierher zum Spielen kommt, also tschüss und viel Spaß. Danke.